Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Heute mit dem prophetisch-mathematischen Gottesbeweis nach Werner Gitt aus seinem Buch Information, der Schlüssel zum Leben. Wir knüpfen hier an den Gottesbeweis der Information an, der uns den naturwissenschaftlichen Beweis erbracht hat, dass es einen allmächtigen, allwissenden und ewigen Gott gibt. Aber um herauszufinden, wer genau dieser Gott ist, müssen wir einen Schritt weitergehen und die Selbstoffenbarung Gottes, die Bibel, zur Hilfe nehmen. Damit nun klar wird, dass die Bibel die einzige verbindliche Informationsquelle ist, nehmen wir die Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Hilfe. Keine Angst, ihr müsst keine Mathe-Genies sein, um dieses Video zu verstehen. Die meisten Rechnungen sind einfach nachzuvollziehen und ich habe sie alle aufgeschrieben. Und wie üblich habe ich unten auf das PDF verlinkt, auch wenn diesmal nur der helle Export auf einer Seite geklappt hat. Wir nehmen den extrem hohen Wert von p gleich 0,5, also ein Zweitel, für die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Erfüllung einer Prophetie. Das wäre also so, als würden wir eine Münze werfen und bei Kopf würde sich die Prophetie erfüllen und bei Zahl nicht oder auch umgekehrt. In Wirklichkeit wäre die Trefferwahrscheinlichkeit natürlich massiv niedriger. Wir sind damit also bereits auf der sicheren Seite. Wir geben den Kritikern also extrem viel Spielraum schon hier. Zudem werden die Ereignisse unabhängig voneinander gerechnet, was die Wahrscheinlichkeit zusätzlich künstlich erhöht. Denn sehr viele Prophetien sind in Wirklichkeit voneinander abhängig. Wir haben also wirklich massiv erschwerte Bedingungen vor uns, um eine niedrige Wahrscheinlichkeit zu beweisen. Hier einige Beispiele von biblischen Prophetien, damit ihr wisst, was ich meine. Wir haben zum Beispiel die vielen Detailprophetien zu Jesus Christus, zu seiner Geburt, seinem Leben, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Dann die Zerstreuung der Juden in die Diaspora im Jahre 70 nach Christus ist ein weiteres Beispiel. Und natürlich auch die Rückkehr der weltweit zerstreuten Juden nach Israel ab dem 19. Jahrhundert. Es gibt viele mehr. Finis Stake zählt in seinen Bibelnotizen 3268 einzelne solche Prophetien, die bereits erfüllt sind. Hier ist wichtig zu merken, keine Prophetie widerspricht einer anderen. Das ist ein weiterer Beweis für die Konsistenz und Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung. Einige dieser 3268 Verse bezieht sich zwar auf dieselbe Prophetie, aber das verändert die Anzahl nur um wenige Prozent. Das wird durch die zuvor auferlegten erschwerten Bedingungen mehr als ausgeglichen. So, und nun können wir diese Wahrscheinlichkeit schon mal ausrechnen. Und das geht so. Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Erfüllung von 3268 Prophetien ist W gleich 0,5, also den Münzenwurf, von dem wir ausgehen, hoch 3268. Wenn ihr das in den Computer oder einen guten Taschenrechner eingebt, erhaltet ihr ungefähr 1,714 mal 10 hoch minus 984. Nun haben wir allerdings ein Problem. Wir können uns eine solch kleine Zahl der Wahrscheinlichkeit gar nicht vorstellen. Der menschliche Verstand ist für solche großen Exponenten eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben kein Vorstellungsvermögen dafür. Deshalb verwendet Werner Gitt in seinem Buch und in seinen Vorträgen zur Veranschaulichung gerne das sogenannte Ameisenmodell. Und das geht so: Wir haben eine Anzahl schwarzer Ameisen und eine einzige rote ist darunter. Wir suchen nun die Anzahl schwarzer Ameisen, bei der es gleich wahrscheinlich ist, beim ersten Griff die einzige rote darunter herauszugreifen, wie die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3268 Prophetien per Zufall erfüllen könnten. Wir ahnen schon, dass dies vermutlich ganz schön viele schwarze Ameisen sein müssen. Wie viele, das werden wir gleich sehen. Fangen wir an. Der erste Versuch ist das Wasserglas. Wir rechnen prinzipiell in allen diesen Rechnungen mit dem Volumen einer Ameise von 10 Kubikmillimetern. Und in einem Wasserglas haben davon 20.000 Platz, also 2 Deziliter. Wir können so ganz einfach die Wahrscheinlichkeit rechnen. Sie ist 1 über dieser Anzahl Ameisen, also 1 über 20.000, gibt 0,00005, ist 5 mal 10 hoch minus 5. Kann man sich noch gut vorstellen, mehr oder weniger. Wenn wir das logarithmisch auflösen nach n, erhalten wir die Anzahl von 14. Die Wahrscheinlichkeit entspricht 14 zufällig erfüllten Prophetien der Bibel. Ich zeige euch, wie das gerechnet wird, logarithmisch hier. Ich sage nicht viel mehr dazu, ihr könnt das gerne nachrechnen mit einem Taschenrechner oder am Computer. Also diese 5 mal 10 hoch minus 5 ist immer noch eine massiv zu hohe Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen also mehr Ameisen. Als nächstes füllen wir eine Badewanne und in einer Badewanne haben
ungefähr 36 Millionen Ameisen Platz. Und die Wahrscheinlichkeit rechnet sich auch wieder einfach. 1 durch 36 Millionen gibt 2,8 mal 10 hoch minus 8. Oder jetzt kann man es noch aussprechen, 0,000000028. Und logarithmisch nach n aufgelöst ergibt das 25 zufällig erfüllte Prophetien. Wir brauchen mehr Ameisen. Jetzt machen wir einen großen Sprung nach vorne und nehmen die gesamte Erdoberfläche und legen darauf eine 10 Meter Schicht von Ameisen. Die Erde hat eine Oberfläche von ungefähr 510 Millionen Quadratkilometern und mit der 10 Meter Schicht kommen wir einfach gerechnet auf 5,1 Millionen Kubikkilometern. Darin haben dann 5,1 mal 10 hoch 32 Ameisen Platz. Das sind schon unfassbar viele. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir daraus beim ersten Griff die rote Ameise herausgreifen, ist 0,2 mal 10 hoch minus 23. Das gibt, mathematisch ausgedrückt, 2 mal 10 hoch minus 24. Und wiederum logarithmisch aufgelöst erhalten wir 79 zufällig erfüllte Prophetien. Wir sind also noch weit weg von 3268 Prophetien. Wir brauchen noch mehr Ameisen. Nun werden wir ganz wagemutig und nehmen das ganze Universum und füllen es mit Ameisen. Der Durchmesser des Universums geschätzt ist um die 30 Milliarden Lichtjahre und ein Lichtjahr ist 9,5 Billionen Kilometer, also 9,5 mal 10 hoch 12 Kilometer. Wir nehmen das Universum hier vereinfacht als Kugel an und rechnen den Radius mit 1,5 mal 10 hoch 10 mal eben das Lichtjahr 9,5 mal 10 hoch 12 Kilometern. Das ergibt 14,25 mal 10 hoch 22 oder 1,42 mal 10 hoch 23 Kilometer Radius. Mit der bekannten Volumenformel von 4/3 mal Pi mal Radius hoch 3 erhalten wir dann über mehrere Schritte, ich werde euch jetzt nicht damit langweilen, am Ende 1,22 mal 10 hoch 88 Kubikmillimeter Volumen für das ganze Universum. Und darin, das kann man dann wieder einfach rechnen, man muss einfach Exponent 1 abziehen, weil es ja schon Kubikmillimeter sind. 1,22 mal 10 hoch 87 Ameisen haben im Universum Platz. Tja, 87 ist keine allzu hohe Zahl, aber die Anzahl der Ameisen wird, weil es ein Exponent ist, einfach die ist so unfassbar groß. Ja. Jetzt die Wahrscheinlichkeit wird natürlich auch entsprechend niedriger sein und auch hier wieder 1 über der Anzahl Ameisen ist die Wahrscheinlichkeit, die einzige rote herauszugreifen beim ersten Griff, ist 8,2 mal 10 hoch minus 88. Logarithmisch aufgelöst sind wir dann schon bei 290 zufällig erfüllten Prophetien. Das ist aber noch weit, weit entfernt von 3268, die wir ja eigentlich haben wollen. Wir brauchen noch mehr Ameisen. Und jetzt wird es erst richtig haarsträubend. Wir müssen irgendwie etwas Größeres finden als das Universum oder etwas, wo mehr Ameisen Platz haben. So rechnen wir jetzt für jede Ameise, die wir zuvor im Universum hatten, wird ein ganzes Universum gerechnet. Also wir haben die Anzahl Universen im Universum von 1,22 mal 10 hoch 87. Und jetzt werden die Exponenten wirklich groß. Die Anzahl Ameisen darin wiederum ist 1,49 mal 10 hoch 174. Damit wird die Wahrscheinlichkeit beim ersten Griff die rote Ameise herauszugreifen, man stellt sich vor, irgendeine Science-Fiction-Maschine erlaubt es, in diese Unteruniversen hineinzugehen, eine beliebige Strecke, eine beliebige Zeit mit einem Raumschiff zu fliegen, unfassbar schnell. Der Astronaut steigt aus, greift ins All hinaus und greift die einzige rote Ameise daraus raus. Diese Wahrscheinlichkeit ist 6,7 mal 10 hoch minus 175. Logarithmisch aufgelöst sind wir nun bei 578 zufällig erfüllten Prophetien. Wir brauchen immer noch mehr Ameisen. Aber hier müssen wir aufhören, denn unsere Vorstellungskraft ist längstens ausgeschöpft. Wir können nur noch versuchen, mathematisch darzustellen, wie viele Ameisen wir denn nun bräuchten, um die geforderten 3268 Prophetien abzudecken. Und das rechnet sich so, wir haben ja schon die bekannte Wahrscheinlichkeit für diese 3268 zufällig erfüllten Prophetien. Daraus können wir den Kehrwert rechnen und erhalten die benötigte Ameisenzahl.
Die ist 5,9 mal 10 hoch 983. Denkt daran, das ist eine 10 mit fast 1000 Nullen hinten dran. Und so erhalten wir die benötigte Anzahl Universen von 4,84 mal 10 hoch 896. Denn wir rechnen diese Zahl durch die Anzahl Ameisen, die in einem Universum Platz haben könnten. Das ist also kompletter Wahnsinn. Nun gibt es einen Einwand, der durchaus eine gewisse Berechtigung hat. Dake hat zu viele Prophetien gezählt. Ich sage jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich gebe mal diesem Einspruch statt und wir nehmen mal nur die Hälfte der Prophetien. Wir tun Dake damit zwar massiv Unrecht, aber wie gesagt, wir kommen den Kritikern sehr entgegen. Da haben wir noch 1634 Prophetien. Damit haben wir eine Wahrscheinlichkeit der zufälligen Erfüllung von 1634 Prophetien von 1/2 hoch 1634 und das gibt ungefähr 1,32 mal 10 hoch minus 492. Immer noch unfassbar niedrig. Die benötigte Anzahl Ameisen daraus ist 7,6 mal 10 hoch 491 und dafür bräuchten wir eine Anzahl Universen von 6,23 mal 10 hoch 404. Wir sind immer noch im Bereich des Wahnsinns mit diesen Zahlen. Tja, und jetzt müssen wir langsam wieder auf den Boden der Realität kommen und dazu müssen wir wissen, dass in der Wissenschaft Ereignisse mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von kleiner als 10 hoch minus 20 als unmöglich gelten in dieser Welt. Und wenn wir dies wiederum logarithmisch auflösen, erhalten wir eine Grenze von 66 zufällig erfüllten Prophetien. Auch hier wieder die Rechnung mit dem Logarithmus zur Dokumentation. Tja, also die zufällige Erfüllung von bloß 66 Prophetien wäre schon im Bereich des Unmöglichen. Kritiker der Bibel behaupten sehr gerne, dass die Prophetien sich zufällig erfüllt hätten. Ich denke, das ist definitiv 100%ig widerlegt, weil mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch minus 984 oder bei der Hälfte der Prophetien von 10 hoch minus 492 ist eine zufällige Erfüllung absolut undenkbar. Wir dürfen also absolut getrost davon ausgehen, dass der Zufall ausgeschlossen ist und wir der Bibel dadurch voll und ganz vertrauen dürfen. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir mit solchen Exponenten mental gar nicht umgehen können, habe ich schon erwähnt, denn sonst wäre jedem sofort klar, dass die Bibel wahr sein muss, auch wenn wir nur einen Bruchteil dieser Prophetien betrachten würden. So könnte man zum Beispiel die 180 spezifischen Prophetien für die Endzeit nehmen, die Roger Libby gezählt hat in seinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit? Und man wäre immer noch auf der absolut sicheren Seite, dass sich diese Prophetien niemals zufällig ereignen könnten. Zudem ist nun der prophetisch-mathematische Gottesbeweis erbracht, denn nur ein allmächtiger und allwissender Gott kann diese Prophetien im Voraus nennen und sie auch eintreffen lassen. Weiterhin haben wir damit auch den Beweis erbracht, dass der Gott der Bibel dieser Gott ist. Weitere direkte und indirekte Schlussfolgerungen, die Werner Gitt in seinem Buch zieht, sind erstens, der Beweis ist erbracht, dass mindestens die Teile der Bibel, die Prophetien enthalten, wahr sind. Zweitens, auch die noch nicht erfüllten Prophetien, also es gibt noch weitere neben diesen 3268, die werden sich planmäßig erfüllen. Drittens, die ganze Bibel muss wahr sein. Die Begründung hierzu, weil die prophetischen Teile der Bibel wahr sind und wir damit davon ausgehen dürfen, dass derselbe allmächtige und allwissende Gott hinter allen Teilen der Bibel steht. Nun ist auch hier klar, dass dieser Beweis für einen gläubigen Christen gar nicht notwendig ist. Aber wir wollen hier ja vor allem Glaubenshindernisse beseitigen. Und die Mathematik ist ein weiterer Weg dazu. Für die anderen philosophischen und naturwissenschaftlichen Gottesbeweise und Argumente schaut euch gerne die entsprechenden Videos an. Ich konnte in der begrenzten Zeit jetzt nicht alle Punkte berühren, die in Gitts Buch stehen. Dazu ist es viel zu umfangreich. Beispielsweise, warum die Bibel die einzige Offenbarung Gottes ist und warum Jesus Christus der Sohn Gottes ist und so weiter. Diese Themen passen gut in unabhängige Videos, die ich, so Gott will, zu einem späteren Zeitpunkt machen werde. Persönlich kann ich nur bezeugen, dass es eine wunderbare Erfahrung ist, wenn man Gottes Wort absolut vertrauen kann. Und dieses Vertrauen kann durch solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie wir sie hier gesehen haben, durchaus gestärkt werden, auch wenn wir uns die Zahlen gar nicht mehr vorstellen können.
Ihr seid also auf der absolut sicheren Seite, wenn ihr der Bibel vertraut, denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen ab der vielen Mathematik, die ihr hier gesehen habt und ertragt habt. Vielen Dank dafür. Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.